Another mystery buried deep in the hills of eastern Washington keeps resurfacing. A bottomless pit said to be a pathway to the paranormal. Es gibt Gerüchte über das bodenlose Mel's Hole, das, wie das legendäre Teufelsloch in Deutschland. Mehr als nur ein Loch sein könnte, es könnte ein Tor sein. Jahrelang hat die Regierung seine Existenz geleugnet. Doch nun droht unbestreitbares Filmmaterial, das Geheimnis zu lüften. Eine Gruppe von Forschern lässt ihre Drohnen fallen und versammelt sich um den Monitor, um den Atem anzuhalten. Zunächst sind die Aufnahmen unheimlich still, nur glatte, bedrohliche Wände, die sich in die Unendlichkeit winden. Aber dann beginnen die Verzerrungen. Was haben Sie gesehen? Warum ist Mel's Loch so umstritten? Kommen Sie mit auf unsere heutige Tour, um es herauszufinden. Die Legende von Mel's Hole. Alles begann mit einem Telefonanruf, der Schockwellen durch die Welt des Unerklärlichen schickte. In der Nacht des 21. Februar 1997 rief ein Mann namens Mel Waters bei Coast to Coast AM an, einer Radiosendung, die bereits für ihre unheimlichen, nächtlichen Untersuchungen des Paranormalen berüchtigt war. Doch was Mel Waters zu berichten hatte, war anders als alles, was man je auf Sendung gehört hatte. When did you discover this hole? Zunächst sprach er ganz ruhig, doch die Tragweite seiner Geschichte war erschreckend. Auf seinem abgelegenen Grundstück in der Nähe von Ellensburg, Washington, behauptete Mel, ein Loch gefunden zu haben, eine unvorstellbar tiefe Grube, egal wie man sie ausmisst, keinen Boden hatte, eine Leere, ein Geheimnis, eine Bedrohung. Er war nicht der Erste, der davon sprach. Einer lokalen Legende zufolge wussten die Indianerstämme der Region seit Generationen von dem Loch. Sie nannten es das Teufelsloch und weigerten sich, es zu betreten, nicht aus Aberglauben, sondern aus Angst. Sie sagten, dass Dinge darin verschwanden, für immer. Kein Echo, keine Einschläge, nur Stille. Es mag wie Folklore klingen, bis man es mit Deutschlands eigenen unterirdischen Rätseln vergleicht. Das Teufelsloch im Harz zum Beispiel wird seit langem als Tor zur Unterwelt geflüstert. Oder der gespenstische Kohlrabenschacht, ein vertikaler Schacht, der so tief und dunkel ist, dass die örtliche Überlieferung davor warnt, dass die Erde vergisst, was hineinfällt. Diese über ganz Deutschland verstreuten Gruben folgen demselben unheimlichen Muster, endlose Tiefe, unerklärliche Stille und jahrhundertelang geflüstertes Grauen. Mels Nachbarn betrachteten seinen bodenlosen Abgrund als eine seltsame, aber praktische Müllhalde, Haushaltsgeräte, Autoteil, sogar totes Vieh, alles verschwand in der Dunkelheit. Einige behaupteten, sie hätten sie in Kühlschränke geworfen und nie einen einzigen Unfall gehört. Andere schworen, dass die Grube alles in sich aufnahm, als wäre sie lebendig, als ob die Erde selbst fressen würde. Sie glaubten, die Grube sei ein bequemer Weg, um Kadaver wegzuräumen. Das Loch verschluckte einfach alles, was hineingelegt wurde. Aber die beunruhigendsten Geschichten kamen von Tierbesitzern. Hunde sind normalerweise furchtlos, aber die Hunde weigerten sich, auch nur in die Nähe des Lochs zu gehen. Einige bellten und knurrten, wenn man sie dorthin führte. Andere kauerten vor Angst und zogen sich zurück, als ob etwas Unsichtbares sie erschreckte. Nicht einmal Vögel wurden in der Nähe des Lochs gesichtet. Was auch immer sich auf dem Grund befand, oder was vielleicht aus dem Inneren aufstieg, schien das tierische Leben völlig abzustoßen. Mel gab sich nicht mit Geschichten und Aberglauben zufrieden. Da er von Natur aus neugierig war, beschloss er, die Tiefe des Lochs selbst zu testen. Mit einer Angelausrüstung bewaffnet, machte er sich auf den Weg, um zu messen, wie tief es wirklich war. Er befestigte ein 0,45 Kilogramm schweres Gewicht am Ende einer Angelschnur und ließ es in den Abgrund hinab. Es vergingen 30 Meter, dann 300, dann über 1500. Die Leine sank weiter ab, ohne dass es einen Widerstand gab. Mel begann, mehrere Spulen zusammenzubinden und ließ die Leine immer weiter fallen. Als er schließlich seinen mechanischen Zähler überprüfte, war er fassungslos. Mehr als 24 Kilometer Schnur waren in das Loch geflossen, und noch immer hatte sie den Boden nicht erreicht. Um sein Experiment zu überprüfen, befestigte er eine Rolle Lifesaver-Bonbons an der Schnur. Er vermutete, dass sich die Bonbons auflösen würden, wenn das Loch Wasser enthielte. Als er die Leine wieder nach oben zog, blieben die Lebensretter unversehrt. Das bewies, dass es sich bei dem, was auch immer da unten war, nicht um Wasser handelte. Wenn Mels Messungen korrekt waren,
war das Loch tiefer als jede bekannte von Menschen gemachte Ausgrabung. Es übertraf sogar das Kola Super Deep Borehole in Russland, das nur 12,2 Kilometer tief in die Erde reicht. Nach Ansicht von Geologen war dies ein Ding der Unmöglichkeit. Der Druck und die Hitze in einer solchen Tiefe hätten die Wände zerdrücken, das Loch zum Einsturz bringen oder zumindest einige geologische Spuren hinterlassen müssen. Aber Mel bestand darauf, dass seine Messungen echt waren. Und wenn seine Zahlen stimmten, dann widersprach sein Loch jedem bekannten physikalischen Gesetz. Die Nachricht von Mels Loch verbreitete sich schnell. Die Vorstellung von einer bodenlosen Grube, die möglicherweise Tausende von Metern tiefer liegt als alles bisher Dagewesene, hat die Fantasie von Wahrheitssuchern und Skeptikern gleichermaßen beflügelt. Bald wollten paranormale Ermittler, Amateurforscher und Verschwörungstheoretiker antworten. Handelte es sich um eine natürliche geologische Formation oder um etwas ganz anderes? Je mehr Aufmerksamkeit das Loch erhielt, desto mehr seltsame Ereignisse schienen zu folgen. Mel Waters selbst wurde bald zum Ziel von etwas, das weitaus bedrohlicher war als Gerüchte. Etwas, das darauf hindeutete, dass Kräfte, die sich seiner Kontrolle entzogen, entschlossen waren, ihn zum Schweigen zu bringen. Und als sich das Geheimnis vertiefte, wurde klar, dass dies kein gewöhnliches Loch war. Vertuschung durch die Regierung und mysteriöses Verschwinden. Mel Waters hatte keine Ahnung, dass ein einfacher Funkspruch eine der seltsamsten und erschreckendsten Geschichten der modernen paranormalen Überlieferung auslösen würde. Was als seltsame Erscheinung auf seinem ruhigen, ländlichen Grundstück begann, entwickelte sich zu etwas, das er nicht mehr kontrollieren konnte, etwas, das von Geheimnissen und Macht überschattet wurde. Nicht lange nachdem Mels Enthüllungen ausgestrahlt wurden, begannen seltsame Aktivitäten rund um die mysteriöse Grube. Er bemerkte seltsame Zeichen, Reifenspuren, die nicht von ihm stammten, Stiefelabdrücke, die zu schwer und zu gleichmäßig waren, um von Wanderern oder Nachbarn zu stammen. Und dann kamen die Männer in Schutzanzügen. Eines Morgens fand Mel sein Grundstück voller Gestalten in gelben Schutzanzügen vor, flankiert von ernst dreinblickenden Beamten. Sie waren nicht da, um Fragen zu stellen. Sie waren da, um zu übernehmen. Als Mel versuchte, sich zu nähern, wurde er abrupt abgeblockt. Ihre Erklärung: ein Flugzeugabsturz in der Gegend. Aus Sicherheitsgründen wurde ihm der Zutritt nicht mehr gestattet. Aber Mel kannte sein Land. Es gab keine Wrackteile, keine Notfallteams, keine Medienberichte. Nur eine verdächtige Stille. Und dann geschah etwas noch Seltsameres. Er wurde von Männern in Militäruniformen angesprochen, die von einem Mann in Zivil mit einer Aktentasche begleitet wurden. Ruhig, einstudiert und kalt, machten sie ihm ein Angebot: sofortiges Verlassen des Landes und keine Rückkehr. Im Gegenzug eine lebenslange Zahlung von $250.000 pro Jahr. Sollte er sich weigern? So die düstere Andeutung. Könnte er plötzlich zur Zielscheibe einer Strafanzeige werden? Mel war fassungslos. Er hatte gegen kein Gesetz verstoßen. Aber es war klar, dass es hier nicht um Gesetze ging, sondern um Kontrolle. Die Regierung oder etwas, das in ihrem Schatten agierte, wollte dieses Loch versiegeln und zum Schweigen bringen. Erschüttert, aber trotzig meldete sich Mel noch einmal bei Coast to Coast AM. Er erzählte von der seltsamen Begegnung, den militärischen Drohungen und der unheimlichen Veränderung der Atmosphäre in seinem Land. Die Zuhörer waren gefesselt. Doch nach dieser Sendung verschwand Mel. Er hatte versprochen, für eine weitere Sendung zurückzukehren. Er tat es nie. Die Anrufe auf seiner Nummer klingelten endlos. Sein Haus stand verlassen da. Und das Grundstück, einst in den Grundbüchern eindeutig gekennzeichnet, wurde plötzlich beschlagnahmt. Es gab nicht nur keine Erklärung, sondern Mels Eigentumsdokumente wurden Berichten zufolge auch aus den örtlichen Archiven gelöscht. Es war, als ob er nie existiert hätte. Einheimische, die sich einst frei in der Nähe der Anlage bewegten, wurden von bewaffneten Wachen abgewiesen. Und dann kam das beunruhigendste Detail: Satellitenbilder des Gebiets, insbesondere in der Nähe des Manastash Ridge, zeigten Anzeichen von digitaler Unschärfe, als ob etwas absichtlich verdeckt worden wäre. In den Foren und in den nächtlichen Diskussionen kursierten zahlreiche Theorien. Einige glaubten, Mel habe den Deal angenommen und sei nach Übersee geflohen, so wie es ihm gesagt wurde. Andere waren überzeugt, dass die Geschichte eine dunklere Wendung nahm. Im Jahr 2002, 5 Jahre nach seinem ersten Funkspruch, beschloss eine Gruppe von neugierigen Abenteurern, die Wahrheit selbst herauszufinden, mit Hilfe alter Aufzeichnungen.
archivierter Interviews und lokaler Karten wanderten sie tief in die Wälder von Kittitas County, Washington. Ihr Ziel, Mel's Hole zu finden. Doch als sie dort ankamen, was sie vorfanden, entmutigend. Die Landschaft war vertraut, aber das Loch war verschwunden. Vollständig. Keine Markierungen, keine Zeichen, keine Vertiefung in der Erde. War es zugedeckt worden? Wurde es verlegt? Oder schlimmer noch, war es noch da? Nur meisterhaft versteckt? Wendy U.S. sich so viel Mühe gaben, es zu verbergen. Was wollten sie dann schützen oder eindämmen? Eines war sicher, das Geheimnis war nicht begraben. Es wartete. Und vielleicht, nur vielleicht, war es noch nicht fertig. Die Forscher kehren zu Mels Loch zurück, dem Kamera-Experiment. Auch Jahre nach dem Verschwinden von Mel Waters wollte die Legende von Mel's Hole nicht verblassen. Die ungeklärte Beteiligung der Regierung, die plötzliche Landbeschlagnahme und die unheimlichen Berichte der Einheimischen schürten die öffentliche Neugier. Eine Gruppe von Amateurforschern und paranormalen Ermittlern ist entschlossen, die Wahrheit herauszufinden und macht sich auf die Suche nach der berüchtigten Grube. Unter ihnen waren Dokumentarfilmer, unabhängige Forscher und eine Handvoll Abenteuerlustige, die jahrelang Gerüchten über bodenlose Gruben, Regierungsgeheimnisse und seltsame geologische Anomalien nachgegangen waren. Ausgestattet mit moderner Technologie glaubten sie, dass sie einen Vorteil gegenüber ihren Vorgängern hatten. Wenn wirklich etwas in Mels Loch lauerte, wollten sie es auf Film bannen. Aber zuerst mussten sie es finden. Mel's Hole zu finden war nicht einfach. Ohne eine genaue Kartengrundlage stützten sie sich auf alte Interviews, Satellitenbilder und Berichte von Einheimischen, die behaupteten, Geschichten über die Grube gesehen oder gehört zu haben, bevor das Land beschlagnahmt wurde. Sie durchkämmten die Gebiete in der Nähe des Manastash-Rückens, wo sich das Loch befinden sollte. Zunächst schien es hoffnungslos. Das Gelände hatte sich im Laufe der Jahre verändert. Und wenn die Regierung Schritte unternommen hatte, um das Loch zu verdecken, war es möglich, dass sie es zugeschüttet oder unter einer künstlichen Landschaftsgestaltung versteckt hatte. Doch dann stieß einer der Forscher auf etwas Seltsames, einen Fleck aufgewühlter Erde, der sich von der umgebenden Landschaft unterschied. Der Boden fühlte sich unter ihren Füßen hohl an, fast unnatürlich. Aufgeregt begannen sie zu graben. Nach stundenlanger Arbeit stießen sie auf eine mit Steinen ausgekleidete Öffnung, genau wie Mel Waters sie Jahrzehnte zuvor beschrieben hatte. Das war es. Das berüchtigte Loch war immer noch da, versteckt, aber nicht zerstört. Sie verschwendeten keine Zeit mit der Vorbereitung ihrer Ausrüstung. Das Team installierte ein Hightech-Kamerasystem mit Infrarot- und Wärmebildtechnik sowie einem Nachtsichtobjektiv. Das Gerät wurde mit einem verstärkten Kabel gesichert, damit es sicher geborgen werden konnte. Der Plan war einfach. Die Kamera sollte in das Loch hinabgelassen, der Abstieg aufgezeichnet und die Aufnahmen anschließend analysiert werden. Während die Kamera ihre langsame Reise nach unten antrat, versammelte sich das Team um einen Live-Video-Feed. Sie beobachteten, wie die Wände der Grube ins Blickfeld gerieten. Auf den ersten Blick schien alles ganz normal. Die Steinwände waren glatt und seltsam gleichmäßig, als wären sie von etwas anderem als der Natur geformt worden. Es gab keine Anzeichen für pflanzliches Leben, keine Feuchtigkeit, keinen Schutt, der an den Rändern klebte. Dann erreichte die Kamera eine Tiefe von etwa 30 Metern. Etwas fühlte sich falsch an. Die Temperaturwerte auf dem Monitor fielen dramatisch ab, viel niedriger, als das Team für einen unterirdischen Raum erwartet hatte. Die Infrarotsensoren taten sich schwer, eine genaue Anzeige zu erhalten. Dennoch machten sie weiter. In etwa 90 Metern Entfernung fing die Kamera etwas Ungewöhnliches ein. Ein schwaches Glühen flackerte in der Dunkelheit. Zuerst war es kaum sichtbar. Die Forscher beugten sich vor und beobachteten, wie das Licht pulsierte. Nicht wie eine Reflexion oder ein natürliches Leuchten, sondern etwas Bewusstes, fast Lebendiges. Einer der Forscher flüsterte, ob es sich um biolumineszente Organismen handeln könnte. Aber das erklärte nicht, warum das Licht in präzisen, rhythmischen Mustern auftrat. Das Leuchten kam und ging, fast wie ein Puls. Dann eine Bewegung. Eine Art Schatten schien über den Bildschirm zu laufen. Für den Bruchteil einer Sekunde verdunkelte er das Licht vollständig, bevor er verschwand. Das Team tauschte nervöse Blicke aus. Sie hatten erwartet, Felsformationen zu sehen, vielleicht sogar eine höhlenartige Ausdehnung in der Tiefe. Aber das hier war etwas, das sie sich nicht erklären konnten. Einer von ihnen murmelte, dass es vielleicht ein Trick des Lichts war. Aber die Spannung in der Luft war nicht zu leugnen. Sie senkten die Kamera weiter.
Bei etwa 150 Metern ruckte die Kamera plötzlich. Etwas hatte sie berührt. Der Bildschirm zitterte, als ob das Kabel gezogen oder eingeklemmt worden wäre. Der leitende Operator beruhigte seine Hände, um sicherzustellen, dass die Leitung straff blieb. Das Team verstummte und starrte auf den Bildschirm, als die Kamera wieder stabil wurde. Dann sahen sie es. Es war eine Gestalt, undeutlich. Aber da, etwas Großes schien sich gerade außerhalb der Reichweite des Infrarotobjektivs zu bewegen. Es war kein Tier. Es war kein Steinschlag. Es war etwas, das unheimlich lebendig schien. Einer der Entdecker geriet in Panik. Die anderen zögerten, hin und her gerissen zwischen dem Einfangen eines unbestreitbaren Beweises und dem Schutz vor dem, was da unten lauern könnte. Dann drang ein Geräusch aus den Lautsprechern. Kein Echo, keine fallenden Trümmer, kein Rauschen. Es war eine Mischung aus einem Luftzug und etwas, das wie ein kehliges Flüstern klang. Der leitende Operator drückte auf den Rückzugsschalter und zog die Kamera so schnell wie möglich zurück an die Oberfläche, um die Winde zu bedienen. Der Bildschirm flackerte. Das Video wurde verzerrt, als die Kamera höher und höher stieg und sich von dem entfernte, was sich in der Grube befand. Dann wurde der Bildschirm plötzlich schwarz. Das Filmmaterial hatte mehr Fragen als Antworten aufgeworfen. Was auch immer in Mels Loch lauerte, war nicht nur eine optische Täuschung oder eine technische Panne. Die verzerrten Bilder, die merkwürdigen Geräusche und die seltsamen Bewegungen in den Tiefen des Abgrunds wiesen auf etwas hin, das weit über das normale Verständnis hinausging. Fast sofort kamen Theorien in Umlauf, und eine war beunruhigender und bizarrer als die andere. Eine der umstrittensten Theorien besagt, dass Mels Loch gar kein natürliches Phänomen ist, sondern Teil eines geheimen Regierungsprojekts. Einige glauben, dass Einige glauben, dass das US-Militär das Loch entdeckte, lange bevor Mel Waters sich öffentlich äußerte, und dass es seitdem für experimentelle Zwecke verwendet wurde. Das wichtigste Indiz für diese Theorie ist die Reaktion der Regierung. Wenn Mels Loch nur eine seltsame geologische Anomalie war, warum beschlagnahmten die Behörden dann das Land? Löschten die Grundbucheinträge und ließen Mel verschwinden? Warum wurden Satellitenbilder der Gegend zensiert? Warum wurde Militärpersonal in der Region gesehen? Einige glauben, dass es sich bei dem Loch um ein fehlgeschlagenes unterirdisches Experiment handeln könnte, das so gefährlich ist, dass die Regierung alles Wissen darüber begraben musste. Die Theorien reichen von einem fehlgeschlagenen Hochenergie-Physiktest bis hin zu einer unterirdischen Waffenanlage. Aber die wildeste Wendung in dieser Geschichte sollte noch kommen. Das Schaf und das brennende Eis. Als wäre das ursprüngliche Rätsel von Mels Loch nicht schon verwirrend genug, nahm die Sache eine noch seltsamere Wendung, als Berichte über ein zweites Loch auftauchten, das sich diesmal in den abgelegenen Wüsten von Nevada befindet. Nach Angaben von Mel Waters wurde er vor seinem unerklärlichen Verschwinden von Stammesältesten kontaktiert, die von einer ähnlichen Grube sprachen, die unheimliche Merkmale mit der in Washington aufwies. Aber es gab einen Unterschied. Dieses Loch war nicht mit Naturstein ausgekleidet, sondern hatte ein metallisches Inneres. Fast so, als wäre es nicht von der Natur, sondern von Menschenhand geformt worden. Allein dieses Detail ließ bei Mel die Alarmglocken läuten. Zusammen mit einer kleinen Gruppe von Einheimischen machte er sich daran, diese zweite Grube mit einfachen, aber durchdachten Tests zu untersuchen. Sie begannen mit einfachen Gegenständen, Steine, Holzstöcke, sogar einige elektronische Geräte. Alle verschwanden lautlos in der Grube, ohne ein Geräusch zu verursachen. Genau wie in dem ursprünglichen Loch gab es keinen Aufprall, kein Echo, nur eine tiefe, verzehrende Stille. Dann eskalierte die Situation. Ein Einheimischer schlug vor, einen biologischen Test mit Wärmesensoren durchzuführen. Anstelle von lebenden Versuchspersonen verwendete das Team wärmeempfindliche Modelle, um eine mögliche Reaktion im Schacht zu beobachten. Was sie aufzeichneten, war beunruhigend. Die Dummies, die in die Grube hinabgelassen wurden, wiesen innere Hitzeschäden auf, obwohl sie weder mit Feuer noch mit Chemikalien in Berührung gekommen waren. Es gab keine sichtbaren Verbrennungen oder äußere Anzeichen von Stress, aber interne Temperatursensoren wurden ausgelöst, was darauf hindeutet, dass es in bestimmten Tiefen zu intensiver lokaler Hitze gekommen war. Diese Entdeckung gab allen Beteiligten Rätsel auf. Es schien, als ob die Grube eine unbekannte Form von Energie ausstrahlte, eine, die sich nicht wie eine typische geothermische Wärme verhielt. Von Neugier getrieben, entnahm das Team später eine Substanz vom Rand der Grube. Es handelte sich um ein durchscheinendes,
Kristallähnliches Material, das sich seltsam kalt anfühlte, selbst im heißen Wüstenklima. In der Hoffnung, mehr zu erfahren, setzten sie das Material unter kontrollierten Bedingungen einer offenen Flamme aus. Was dann geschah, widersprach allen Erwartungen. Die Substanz entzündete sich mit einer leuchtend blauen Flamme, die nicht mehr erlosch. Noch erstaunlicher ist, dass sich das Material nicht zu verkleinern schien. Es brannte, ohne verbrannt zu werden. Eines der Gruppenmitglieder brachte später eine Probe in ein Universitätslabor, wo ein anonymer Forscher spekulierte, dass es sich um eine hochstabile Energiequelle handeln könnte, obwohl es in der Mainstream-Wissenschaft nichts Vergleichbares gab. Aber wie bei allem, was mit diesen mysteriösen Gruben zusammenhängt, tauchten immer mehr Fragen auf, je tiefer man sie untersuchte. Warum waren die beiden Löcher so gut versteckt? Warum widersprachen sie der grundlegenden Physik? Und warum schienen sie die Aufmerksamkeit mächtiger Institutionen auf sich zu ziehen? Skeptiker sprachen von einer ausgeklügelten Fiktion und meinten, die Geschichte sei nur ausgedehnt worden, um eine Legende am Leben zu erhalten. Doch Gläubige wiesen auf die übereinstimmenden Details hin: zwei geografisch weit voneinander entfernte Gruben mit anormalen Eigenschaften, die angeblich beide großes Interesse von außen auf sich zogen. Wenn die Löcher natürlich wären, dürften sie sich nicht so verhalten. Wenn sie künstlich sind, hat sie jemand irgendwann zu einem Zweck gebaut, der weit über unser Verständnis hinausgeht. Und wenn sie weder natürlich noch künstlich sind, dann ist die Frage vielleicht nicht, was sie sind, sondern was noch in ihnen ist. Das Verschwinden von Mel Waters, Final Contact. Jahrelang dachte man, Mel Waters sei für immer verschwunden. Nachdem er kurz nach seinem zweiten Anruf bei Coast to Coast AM verschwunden war, verwischte sich jede Spur von ihm. Sein Land? Beschlagnahmt. Sein Name? Aus den offiziellen Akten getilgt. Jeder Versuch, ihn aufzuspüren, stieß auf eine Mauer des Schweigens. Der Mann, der die Welt mit der geheimnisvollsten Grube Amerikas bekannt gemacht hatte, war scheinbar verschwunden. Dan, im Jahr 2002, tauchte er aus dem Nichts wieder auf. Mel rief ein weiteres Mal bei Coast to Coast AM an, aber seine Stimme hatte sich verändert. Der zuversichtliche Ton eines Mannes, der eine seltsame Entdeckung verkündet. War verschwunden. Was jetzt über den Äther kam. War leiser, zögerlicher und gequälter. Es war die Stimme von jemandem, der zu viel gesehen hatte und sich vielleicht an zu wenig erinnerte. Was Mel erzählte, erschütterte die Zuhörer bis ins Mark. Er behauptete, er sei von Leuten entführt worden, die sich nicht zu erkennen gegeben hätten. Vielleicht Regierungsagenten. Er wusste nicht, wohin man ihn gebracht hatte. Große Teile seines Gedächtnisses waren verschwunden, als wären sie ausgelöscht worden. Er wachte an einem ihm unbekannten Ort auf, mit Spuren auf seinem Körper, Narben und Vertiefungen, die er sich nicht erklären konnte. Mel glaubte, dass er sich medizinischen Eingriffen unterzogen hatte, aber er konnte sich nicht mehr daran erinnern. Irgendetwas war mit ihm gemacht worden. Und das Schlimmste daran war, dass er keine Ahnung hatte. Warum? Er sprach langsam und wählte seine Worte mit Bedacht, als hätte er Angst, dass noch jemand zuhört. Er sagte, er sollte nicht reden. So viel war klar. In jeder Pause schwang Angst mit. Dan, als ob er den Deckel auf etwas viel Gefährlicheres legen würde, behauptete Mel, dass beide Löcher, das in Washington und das in Nevada, von der Regierung genau überwacht würden. Aber nicht nur als Kuriositäten. Er glaubte, dass sie studiert wurden, dass diese Löcher nicht natürlich waren, sondern Teil von etwas Größerem, etwas Geplantes. Und dann ließ er eine Bombe platzen. Es gab noch mehr von ihnen. Laut Mel waren die Gruben nicht isoliert. Es gab noch andere, versteckt rund um den Globus. Städten mit ähnlichen Eigenschaften, ähnlicher Geheimhaltung und ähnlichem Schweigen um sie herum. Er versprach, mit Beweisen zurückzukommen. Er sagte, was er als nächstes zu enthüllen hätte, würde alles verändern. Aber er rief nie wieder an. Das Interview von 2002 war das letzte, was man von ihm hörte. Keine Sichtungen, keine Anrufe, kein digitaler Fußabdruck. Mel Waters verschwand ein zweites Mal, und dieses Mal fühlte es sich endgültig an. Von offizieller Seite gab es keinen Kommentar. Das Land, das einst mit Mel verbunden war, blieb unter strenger Kontrolle. Sicherheitskameras, verschlossene Tore und kein öffentlicher Zugang. Alles Anzeichen für das, was manche für eine massive Vertuschung halten. Und Mel? Es ist, als hätte er nie existiert. Doch die Legende weigert sich, zu sterben. Abenteurer und Hobbyforscher durchstreifen weiterhin die Wälder in der Nähe von Manastash Ridge, in der Hoffnung, einen Hinweis, ein Überbleibsel zu finden,
irgendetwas. Das beweist, dass Mels Geschichte wahr war. Aber sie kehren immer mit leeren Händen zurück. Das Einzige, was sie finden, ist Schweigen. Das Rätsel wird immer größer. War Mels Loch ein echtes Phänomen? Eine natürliche Anomalie? Ein schiefgelaufenes, streng geheimes Experiment oder einfach nur die genialste urbane Legende unserer Zeit? Das Filmmaterial, die seltsamen Geräusche, die Behauptungen. Sie bleiben ungeprüft, beunruhigend und ungelöst. Und es bleibt die Frage, wurde der Mann, der das Loch entdeckte, in mehrfacher Hinsicht davon verschluckt? Wir wollen Ihre Theorie hören. Ist dies ein paranormaler Hotspot? Ein wissenschaftliches Rätsel? Ein Regierungsgeheimnis oder ein reiner Mythos? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir lesen jeden einzelnen Kommentar. Bis dahin, bleiben Sie neugierig. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.